Just as I had begun to wonder if we were hopelessly lost, a building emerged from the mist. Mr. Shoulder's cottage. Okay, mal gucken, wie sein Cottage aussieht. Oh, er hat süße Hühner. Ich habe es mir irgendwie düsterer vorgestellt. Here we are, Miss Bateman. Unless my memory fails me completely, this is Mr. Leonard Shoulder's house. Thank you for your help, Father Roach. Now, no need to thank me after your providential assistance today. However, I have something to ask you. Yes? Please don't tell Mrs. Duplancy about my little scene in the woods. She will only fret, and the poor dear woman has enough on her mind as it is. I shan't mention it. Thank you. You'd better see if Mr. Shoulder is in. Was meint ihr? Sollen wir der alten Oma, die sich so um den Pfarrer sorgt und für ihn all die Kuchen backt, davon erzählen, dass er irgendwas gegessen hat, was ihn kotzen hat lassen und dass er dann einen Aderlass von uns brauchte? Father Roach still looks rather pallid. Wait, wir haben alle Sachen nochmal, die wir ansprechen können. Machen wir das doch. Do you know anything else about the Devil's Toe? Not really. I do recall it toppling over when I was a child. A few lads from Bewley rebuilt it to the best of their memories. The devil mustn't have been happy. Come now, my child. Do not joke about such matters. Do you know that young girl we saw? No, but I've seen her sneaking around the churchyard. The poor thing is feral. She takes off at the slightest stirring. We will bring the Lord to her. Good time. Perhaps she has her own beliefs. You said there were others like her. Primitive folk, yes. Avoid the moors in hours of darkness and don't wander too far. I wouldn't entrust a young woman in their company. Und ich mache ja immer diese Cliffhanger-Enden momentan, ne? Und bisher waren die Cliffhanger-Enden immer so, wo man sich denkt, boah, jetzt kommt irgendwas Spannendes. Und dann ist es nicht sehr spannend. Und irgendwann wird dieser Moment kommen, wo einer dieser Cliffhanger unglaublich spannend sein wird. Ich sag's euch, irgendwann. What is your favorite of Shakespeare's works? A very difficult question, Miss Bateman. But one I can answer, nonetheless. I am awfully fond of Cymbeline. An unusual choice. All gold and silver rather turn to dirt. Wouldn't you agree? A fine quote. Keine Ahnung, Leute. Sagt uns das irgendwas? Sagt euch das irgendwas? Mir irgendwie noch nicht. What more can you tell me of these primitive folk? Godless people, Miss Bateman. Don't concern yourself with them. They live out there on the very edges of this land. If you don't wander too far, you shouldn't cross their path. Ich muss sagen, die Hühner im Hintergrund, das klingt, als wäre ich bei meinen Eltern im Garten. You mentioned that Mrs. Duplancy is worried about something at the moment. It is not my place to say. Mrs. Duplancy will tell you in good time, if she deems it fit to do so. What do you make of Mr. Shoulder's residence? A sturdy construction, I'm in no doubt. The winds blow a gale out here, not to mention the pelting rain. At least he must have plenty of eggs to eat. Awful creatures, those hens. Wie ist das nochmal bei Kirchen? Auf, was war das? Auf katholischen oder was auf evangelischen Kirchen? Ist immer eine Henne zu sehen? Oder immer ein Hahn? Wie war das nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Why don't you like hens, Father? I know I must love all of God's creatures, but they make such an unholy ruckus, and their talons claw at my boots. But they mean no harm, and they provide eggs. I cannot abide hens' eggs. They smell of sulfur when rotten. Okay, krasser Dude. Ich wäre ja sehr glücklich, wenn wir ein Ei finden. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir es benutzen, aber... Oh, es gibt ein Mrs. Shoulder. Is there a Mrs. Shoulder? No, I believe Mr. Shoulder has led a life of celibacy. What else do you know about Mr. Shoulder? A reclusive man. I must say I know very little about him. Does he attend services at St. Edmund's? Not regularly.
if at all these days. Perhaps he feels closer to God out here on the moors. What do you make of Mr. Shoulder's residence? A sturdy construction, I'm in no doubt. The winds blow a gale out Okay, ich here. glaube, ich habe das nicht angeklickt. Pelting rain. At least he must have... Awful. Wir erzählen weiter nicht über das. Thank you for your time. Lord be with you. Auch wenn ich sagen muss, also, vielleicht kann man dem Pfarrer doch trauen. Gucken wir mal durchs Fenster. No sign of life. None. The window is nice and clean. The dwelling is by no means abandoned. Here, chuk chuk chuk. Don't encourage them. Man macht auch nicht tschuk tschuk tschuk, man macht tiep 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 tiep. He looks much too unruly to be picked up. Oh Care to nein. hold one, Father Roach? Put that thing down, would you? You're no fun. Wie so ein Maschinengewehr. A fearsome-looking beast. Und hier ist noch ein interessanter Stein. Wieder ein Fossil. Das dritte Fossil, was wir finden. A carved stone has been affixed to the door. I think it depicts a crescent moon. Father, what do you make of this? A peculiar adornment. I've not seen any like this in Bewley. Though it does remind me of a passage by the bard himself. It is the very error of the moon. She comes nearer earth than she was wont, and makes men mad. Oh nein! Nicht schon wieder! Leute! Warum hat mir denn keiner vorher gesagt, dass ich vorher noch Shakespeare hätte lesen müssen? Ich habe wieder keine Ahnung. Ich würde Othello sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass es immer das ist, was ich absolut nicht kenne. Und das ist der Merchant of Venice. Das ist, weiß ich nicht, Romeo und Julia wäre irgendwie zu offensichtlich. Auch wenn die Textpassage mir auch gar nichts sagt. Hat jemand eine Idee von euch? Mir fällt dazu auch keine Begründung ein. Es ist nur so ein bisschen interessant, insofern, als dass es ja scheinbar noch einen anderen Gott gibt. Vielleicht ist es aber auch eine Göttin, die die Männer verrückt macht. Bisher klang es auch nur so, als hätten die Männer Probleme hier in der Geschichte. Es wird bestimmt The Merchant of Venice sein. Es wird immer das sein, was ich mir nicht denke. Wir versuchen es aber mit Othello. Othello? Precisely, Miss Bateman. 1 out of 2, Miss Bateman. Yay! Haha! Cool. A carved stone has been affixed to the door. I think it depicts a crescent moon. It's bolted onto the door itself. I can't remove it. Wir können bestimmt die Tür nicht öffnen. Mr. Shoulder? Ja, das Is war... Thomasina Bateman here? I'm here in Bewley as discussed. Das war ein Schuss in den Try Ofen. again. His hearing probably isn't the best at his age. Mr. Shoulder, are you home? It appears Mr. Shoulder is not at home. Curses. Perhaps you could try the handle. It's locked. I'm not sure what that would achieve. So ein Versuch wert. Wir könnten mit dem Ding das Fenster einschlagen, aber das wären irgendwie ein bisschen drastische No, Maßnahmen. that won't achieve anything useful. Ja. I've no desire to lug a block of wood about the countryside. Mr. Shoulder has stacked blocks of wood neatly beneath this small lean-to. Very neat and tidy. Krass, dass er selber das Holz so gesammelt hat, wenn der jetzt so alt sein soll. The trousers feel damp, freshly hung, or still wet from last night's rain.
A pair of thick woolen trousers. Oh! Der Handschuh? Dü, 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 dü. That glove looks familiar. I wonder if it matches the glove I found behind the plough and furrow. That glove... I wonder if it... Wait, war schon immer der rote Punkt da drauf? Auf dem Glove? Und ist das Blut? Use glove with glove. The gloves are a pair. Does this mean Mr. Shoulder was in the alley last night? Why didn't he come inside to see me? Das hatte bestimmt was mit dem... Perhaps he's gone for a stroll. Possibly. I'd suggest you call back later, my child. I myself must make my way back home. I have some matters to attend to at the church. Shall I accompany you back to Bewley? Oh, verdammt. Wir können noch nicht gehen. Wir haben uns die letzte Hose noch nicht angeguckt. Wir können noch nicht gehen. No, you go ahead, Father. Thank you. As you wish. Farewell, Miss Bateman. I hope Mr. Shoulder fuck. finds his way to you. Thank you for your help, Father Roach. Also, My pleasure. Parting is such sweet sorrow. irgendwie wäre ich doch... irgendwie wäre ich doch lieber mit ihm mitgegangen. Alleine durch die Moore zu wandern scheint immer eine schlechte Idee zu sein. Aber ja, ich muss mir doch unbedingt die letzte Hose angucken. Vorher kann ich nicht gehen. So, Romeo oder Juliet oder Much Ado About Nothing? Lustigerweise habe ich Much Ado About Nothing gelesen. Ich weiß aber nicht, ob die Stelle da vorkam. Es war auf jeden Fall auch eine, es war, glaube ich, eine Liebeskomödie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich erinnere mich jetzt aber nicht mehr an die Textstelle. Boah, und ich glaube, das Buch ist bei meinen Eltern, würde ich sagen. Okay. Ich höre, dass es in World of Warcraft ein Theaterevent in Karazhan gab. Da war natürlich dabei der große böse Wolf, und es war Romeo und Julia dabei. Hat er das da auch gesagt? Ich glaube, es war Romeo und Julia. Es war bestimmt nicht Much Ado About Nothing. Mal gucken, ob die Fährte die richtige ist. Aber stimmt. Ich erinnere mich ehrlich gesagt, ich hab's ja mal auf Deutsch gespielt, ne? Mal gucken. Romeo and Juliet. Correct. Woo! I shall say good night till it be morrow. Lord be with you. Vielen Dank. Vielen Well, Dank. Mr. Shoulder. 2 von 3. Brought me to Bewley, and now you're nowhere to be found. Ach so, wir waren gerade am Rätseln, wo der Mr. Shoulder hingegangen ist, ne? Es muss irgendwas wahrscheinlich mit dem Bahntypen zu tun haben. Der ist ja dann erschienen, hat den Weg versperrt und ihn dann... Aber wir haben den Bahntypen nicht mehr gesehen, sondern nur den anderen. Aber der Bahntyp ist auf jeden Fall suspicious. Und wie wir gesehen haben, Leute, spielt mehr World of Warcraft. Denn scheinbar hilft es uns das, Shakespeare kennenzulernen. A woolen undergarment. Slightly damp. Was natürlich jetzt auch sein könnte, wir klopfen nochmal an der Tür. Vielleicht This must provide a charming view across the moor. wollte er die Tür nicht öffnen, solange der Fahrer The da window ist. is much too high up to reach. Können wir den Glauf jetzt Mr. mitnehmen? What was he? Rather rude of him not to come inside and see me. Können wir jetzt hier das Huhn mitnehmen? You're a sweet little thing, aren't you? Nein, wir können es nur hochhalten und knuddeln. Schön. Wir versuchen es nochmal. Würde mich aber wundern, wenn er jetzt Come a da long wäre. way to meet you, Mr. Shoulder.
Please open the door. Ja, schade. No, that won't achieve anything useful. Schade. Könnte ja so ein geheimes Zeichen sein, dass er extra den Glove verloren hat, damit wir ihm das hier zeigen. Das wäre was ich, glaube ich, in einem meiner Geschichten so machen würde. Ich glaube, an der Stelle kommen wir aber nicht weiter. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts Schlimmes, wenn wir zurückkehren. As I trudged back to Bewley across those cold moors, I made a new resolution. I would find Hobbs Barrow myself, with or without Mr. Shoulder. Ah, ob das so eine gute Idee ist. Oh, wir hören, der Zug ist angekommen. Wie geplant. That must be Kenneth. Gut. I should go and meet him at the station. Boah, ich hoffe, der verspätet sich nicht. Das Spiel hat gespeichert. Vielleicht hätten wir nochmal speichern sollen, ich glaube aber nicht. Wir könnten uns jetzt auch auf die Bank setzen und unseren Freund einfach sitzen lassen. Oh, und übrigens, was sagt ihr? Sollen wir der Frau von dem Pfarrer erzählen, was passiert ist? Hello, good day. What do you know about Lord Panswick? Wretched man. They say he is restoring a chapel near his manor. But for whom and to what god, I ask? Is he a man of faith? I've barely seen him set foot in St. Edmunds. It doesn't stop him from acting as our God-given ruler. Stay away from him, pet. Don't get yourself tangled up in local affairs. I certainly don't intend to. Sollen wir es ihr erzählen oder nicht? Thank you for your time. Lord be with you. Wir fragen dem Mann, dem wir am meisten vertrauen hier im Dorf, nämlich Asmongold. Good day. Yes? Ah, shit, er weiß nichts über die Gesundheit. Okay. Dann gucken wir. Ich würde sagen, wir verschieben das noch für den Moment. Ich denke mal, er wird nicht bis morgen sterben. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Informationen darüber. Where is Kenneth? He Rap? was supposed to wait for me at the station. Fuck, das war so klar, dass er nicht kommt. Das war so klar. Klar war das passiert. Oh no. The tracks look quite untidy. I'm looking for my assistant, Kenneth. Oh, aye. His train has arrived. Not a single soul disembarked the last train, Miss Bateman. Impossible. Scheiße. I found him, but he wasn't home. Don't worry. You'll find him. Farewell for now. Ta-ra! Was machen wir jetzt? Ja, was machen wir? Oh, hier ist gar kein Exit. I ought to ask the station master about Kenneth's train. Habe ich doch gerade schon. Ja? Vielleicht sollen wir beharrlicher fragen. Was that not the midday train from London by way of Derby? Aye, it were. Mr. Price were here. Unloaded a few crates. But no Kenneth. Not a soul. Hold on. One of them crates had your name on it, Miss Bateman. A great big one it were, with... A red ribbon. Aye. What is Kenneth playing at, sending my equipment but not himself? Curses. Wo ist das? Where is my crate now? Mr. Price took away all the crates on his cart. Who? Mr. Price, he's the postmaster. Ah, wir wissen, wo das ist. Where can I find Mr. Price?
He lives above the storeroom, just north of the plough and furrow. You'll see it. There's a Royal Mail plaque on the wall. Thank you. Okay, es geht doch weiter. Where can I find? Thank you. Farewell. Tara. Warum sagen die immer Tara? Ich weiß gar nicht, ich habe das noch nie gehört als Verabschiedung. Ob das... mit manchen Leuten willst du einfach nicht reden. Cyril is no doubt keeping watch on any potential new arrivals from the railway station. Ja, ja, das passt zu dem. Good day to you, Cyril. I'll do, lass. What are you up to, Cyril? Keeping an eye on that bleeding railway station. That's what. Thankfully, no one got off the last train. Really hate that station, don't you? Oh, I curse Midland Railway for bringing their damn line through Bewley. This is our town, our land. 'Tis no place for outsiders. So you keep saying. Anyway, no more trains today. Almost time to celebrate with an ale, I think. I could do with one myself. You paying? No. Oh Mann. Goodbye. Ta-ra, lass. Ich will ihn auch gar nicht weiter befragen. Das führt eh zu nichts. So, mein guter Freund, der Schmied konnte mir nicht helfen. Vielleicht hat der Schuhmacher mittlerweile auch. Der kann ja nicht den ganzen Tag zu haben. No one here. Ist der Grab... Vor allem ist es schon Mittag und der Grabmeister hat noch immer nichts getan. Hello? What can you tell me about Lord Panswick? Naught to say, except don't be sniffing around his lordship's manor. You'll end up with a round of shot in you. I beg your pardon? You heard me. Just mind your own business around here. Ja, war zu erwarten. Ich frage nochmal die Kinder. Die Kinder sind mir bisher... Wait, was ist das? I can't remove the plaque. A small plaque beside the door reads Vicarage. I don't think any... Die Kinder sind mir bisher am sympathischsten. Hello? Yes? What do you know about Lord Panswick? He gave me some sweets once. My friend says that Lord Panswick has special trees at his manor that grow sweets on their branches. You think that's true, miss? I think that's very unlikely. Me too. Okay. Vielleicht bringen die Kinder mich nicht immer besonders weiter. Aber gut. Goodbye. Goodbye. Reden wir doch mal mit ihr. Hello. What do you know? Not a lot. I know he's in charge around here. Does he come to the village often? Not really. He has a manor out on the moors. Have you ever been there? Heavens, no. Villagers aren't allowed there. Why not? Dunno. It's just the way it is. Goodbye. Bye. Oh, der Postmeister. That must be the postmaster's storeroom. He looks a little chirpier than your average Bewley resident. Hello? Good day. I haven't seen you in Bewley before. I'm just visiting. Lovely. It's nice to see a new face. We don't get many visitors. My name's Henry. Henry Long. Nice to meet you, Henry. Thomasina Bateman. Wonderful. What a treat. Mir kommt schon verdächtig vor, dass der Mann einfach nicht ein Arschloch ist. Auch irgendwie schon traurig, oder? Aber vielleicht ist er auch gar nicht der Postmaster. Hören wir gleich. You seem in a good mood, Mr. Long. It's just lovely to see a new face. Where are you from, Miss Bateman? La, it's hard to trust anyone here. Wir haben bis jetzt immer die Wahrheit gesagt. Originally a small town on the outskirts of Derby, Mr. Long. Though I currently reside in London. London? I've never met anyone from London. How very exciting. Have you lived there a long time? It's been quite a few years now, yes. I've heard that the air there is so heavy with smoke, it makes it hard to breathe. Is that true? Some days.
Oh, you must miss the fresh northern air. Well, you've got that in Bewley. No factories out here. Such things are a blight on his creation. I were born in this very home I stand in front of. Bewley is in my blood. Why would I ever want to leave? Especially now I can meet new folk thanks to the railway line. I'm looking for Mr. Price, the postmaster. Oh, Mr. Price, my lovely neighbour. I'm afraid you've just missed him. Curses. I saw him wheeling a large crate into his storeroom just there. It must be mine. I really need it. Have a look through the window to see if it's yours. Where did Mr. Price go? I don't know. The man were in a hurry. I know he has family in Bakewell. That's miles away. Did he leave by foot? No, by horse. He must be a few miles down the road by now. Curses. Ach, das läuft ja alles perfekt. When will Mr. Price be back? He didn't say. Could be tonight, could be a few days. How infuriating. I told him I'd keep watch of his storeroom, and I'm a man of my word, Miss Bateman. I shall not budge from this spot. Den kriegen wir überzeugt. Irgendwie kriegen wir das hin. Do you know a man named Leonard Shoulder? Aye, funny old fellow. I hear he lives way out on the moors somewhere. Have you seen him recently? No, not for a long while now that you mention it. Why do you ask? It's a long story, but I was to meet him in Bewley. He invited me here. Well, I must thank him when I see him for inviting such an enchanting young woman. You flatter me, Mr. Long. Your opinion of the railway station differs widely from your fellow townsfolk, Mr. Long. I've not met anyone particularly keen on it. That railway line is the start of a new era for Bewley. Mark my words. There's much to protect here, but we need new blood. I hope that some of you visitors will actually stay here permanently. Why is that? So I have new friends to talk to. Some people here don't want any new friends. Cyril Farnaby, the miserable old sod, is the worst offender. War ich der Einzige, der sein Lachen irgendwie ein bisschen creepy fand? Und der so irgendwie die Geschichte auch von ihm komisch findet? I've had the pleasure of meeting Cyril. He really dislikes the railway station. Absolutely miserable he is. I've tried to convince him many times that the station will help Bewley. He just doesn't understand. I met him last night in the Plough and Furrow. Aye, the scene of our many debates. Blimey, I could go for an ale right now, actually. Immerhin sind sich alle Leute darüber einig, dass man jetzt ein Bier trinken sollte. Can I buy you a drink? Really? No. Wait. Ich hab kein Do you think Geld. Mr. Kemp will let me open a tab? Perhaps. You could always ask him. I shouldn't leave anyway. Mr. Price is relying on me to keep watch of his storeroom. Ja, und das Fresh Blood, ja. Ich weiß nicht, ich will das eigentlich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das nicht noch mehr Leuten auf die Stirn binden will. Aber ich habe das Gefühl, wir werden Mr. Shoulder erst in Barrow wieder treffen. Und wir müssen irgendwie wahrscheinlich selber dorthin finden. Goodbye. Don't be a stranger. Wo ist denn das Window? Wir sollen durchs Window gucken. Na gut, gehen wir mal zur Tür. The postmaster isn't home. If you're looking to collect your post, you'll have to wait until he gets back. Ach, das ist das Window. Oh ja, das ist That's my meine. crate. Kenneth always ties a red ribbon to it. I can see an envelope tucked behind the ribbon. Perhaps it can help explain Kenneth's absence. I'm going to have to get in there. Hm. Ja, wir müssen... Ah, scheiße. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn auf einen Drink einladen müssen. Hello. Good day. Ich habe das Gefühl, dass es komplizierter wird, als ich denke.
Goodbye. Don't. Können wir jetzt nochmal daran klopfen? Oi, keep away from that door. I promise Mr. Price I keep an eye on his storeroom while he's gone. Wir gucken sehnsüchtig dahinter. Ja, scheiße. Das scheint komplizierter zu sein. Roy, this must be. Es ist natürlich eine Option, länger zu warten. The man is standing right there. Okay, Punkt für dich. Ja, Ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als zu versuchen, den Mann auf ein Bier einzuladen. Und dafür müssen wir uns Geld leihen. Der Typ wird hier auch, glaube ich, nie rausgehen. Good day, sir. Aber man kann es ja weiter versuchen. Ist jemand Neues hier? Nee, noch nicht. Obwohl ein bisschen Zeit vergangen ist. My assistant has not arrived as planned. Oh, is everything all right? I'm not entirely sure. Am I to keep a room for him just in case? If you could hold it for one more night, Mr. Kemp. As you wish. What can you tell me about Lord Panswick? A most charming man, Miss Bateman. He looks after us here, a good fellow. Where does he live? Panswick Manor, on the moors. No visitors allowed. His lordship likes his privacy. I found Mr. Shoulder's home, thanks to the help of Father Roach. Wonderful. So you've met our vicar then? Yes, I did. An interesting character. Indeed. So, did old Leonard apologise for his absence? Not quite. He wasn't home. What is that man playing at? You tell me. I'm sorry to ask this, Mr. Kemp, but could I please open a tab? Still not in your purse? I'm afraid not. My assistant hasn't arrived as planned, so I find myself in a bind. He must have put the money in my crate, which is currently being held in Mr. Price's storeroom. Well, as you know, I run an honest establishment here, and I do trust you. So yes, I'll open an account for you, to be settled at the end of your stay. Of course. Thank you, Mr. Kemp. Now then, I'll be needing something of value as a deposit. I thought you said you trusted me. Aye, it's not personal, lass. One can never be too cautious. Ich wollte gerade so sagen, so von wegen, hat sich doch alles gelohnt, immer ehrlich zu sein. Ich meine, wir haben, glaube ich, nur das Kreuz, ne? Was Value hat. Oder den Handschuh. Okay. Was geben wir ab? Den Handschuh? Ich würde sagen, den Handschuh können wir abgeben. Eher als unser Kreuz. I probably shouldn't part with this. Oh, come on. Na gut, dann vielleicht das Kreuz? Will you accept this silver cross pendant as a deposit? Can I take a closer look at it? Schüttel, schüttel. Aye, silver. That'll do. Thank you, Verdammt. Mr. Kemp. Can I get you something to drink? Jetzt, Leute, sind wir aber nicht mehr geschützt gegen Vampire, Werwölfe und andere Biester. Ob wir das überleben werden, sehen wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.